Was würdet ihr tun, wenn von heute auf morgen die Hälfte eurer Stadt verschwände? Eure Kinder, eure Eltern, eure Nachbarn. Wir alle erinnern uns an Corona, an Lockdowns, an Masken, an die Angst vor Ansteckung. Doch stellt euch nun eine Krankheit vor, die nicht Millionen, sondern fast die Hälfte Europas tötet. Straßen voller Leichen, Glocken, die Tag und Nacht läuten. Ein Kind ruft nach seiner Mutter, doch sie antwortet nicht mehr. Ein Markt, der gestern noch voller Stimmen war, heute nur Stille und Gestank. Das war kein Krieg, kein Feuer, keine Schlacht. Es war unsichtbar, es war die Pest, der schwarze Tod. In diesem Video reisen wir ins 14. Jahrhundert. Wir sehen, wie die Pest Europa erreicht, auf Schiffen voller Toter. Wir erleben die grausamen Symptome, die Körper in wenigen Tagen zerstören. Wir begleiten Gläubige, die beten, und Fanatiker, die Blut vergießen. Wir sehen Hass, der Unschuldige trifft, und Gesellschaften, die zerbrechen. Und schließlich, wie diese Katastrophe Europa nicht nur verwüstete, sondern auch den Weg in eine neue Welt ebnete. Bleibt bis zum Ende, denn die entscheidende Frage ist, wie viel haben wir seit damals wirklich gelernt? Stellt euch eine Karawane auf der Seidenstraße vor. Die Sonne brennt, Kamele stapfen durch den Sand. Händler träumen von Reichtum. Doch nachts, wenn das Feuer erlischt, huscht etwas durch die Schatten. Ratten, und auf ihrem Fell springen Flöhe, winzig, unsichtbar, aber tödlich. Mit jedem Sack Getreide, mit jedem Kilometer tragen sie den Tod weiter. Von Asien bis ans Schwarze Meer. 1347 erreicht er Europa. Ein Schiff liegt im Hafen von Messina. Neugierige Bürger drängen zum Kai. Kinder lachen, Händler reiben sich die Hände. Doch an Bord herrscht Stille. Aufgedunsene Körper liegen verstreut, Haut schwarz verfärbt. Ein letzter Matrose schleppt sich an Land, hustet Blut, fällt zu Boden, tot, bevor ihn jemand berührt. Panik bricht aus, Familien fliehen von der Küste. Doch die Krankheit reist schneller. Von Sizilien nach Genua, von Genua nach Marseille, von Marseille nach Barcelona. Wie eine unsichtbare Flutwelle rollt die Pest über das Mittelmeer. Und überall dasselbe Bild. In Italien verstummen die Märkte. In Frankreich stapeln sich Leichenkarren vor den Stadttoren. In Spanien läuten die Glocken unaufhörlich, bis selbst die Priester umfallen. In Deutschland verriegeln die Menschen die Stadttore. Doch die Pest ist längst drin. Es ist, als marschiere der Tod selbst durch Europa. Unsichtbar, unaufhaltsam. Und jeder weiß, dies ist erst der Anfang. Die Pest hatte viele Namen. Doch ihr wahres Gesicht zeigte sich in den Körpern der Kranken. Am Anfang nur ein Frösteln, ein müder Blick. Doch innerhalb von Stunden brannte das Fieber wie Feuer. Schweiß tropfte, Atem ging schwer, Augen starrten ins Leere. Tag 1, das Fieber. Der Kranke wälzt sich im Bett, wirft Decken weg, schreit nach Wasser. Tag 2, die Beulen. Schwarze, geschwollene Knoten erscheinen in Achseln, Nacken, Leiste, so groß wie Eier, manche wie Äpfel, hart, schmerzhaft. Und jeder weiß, wer diese Beulen trägt, trägt den Tod. Ärzte in langen Roben, mit Kräutern und Messern, schneiden, brennen, reiben Asche. Doch alles ist vergebens. Die Schreie hallen durch die Straßen. Tag 3, der Gestank. Noch bevor jemand stirbt, riecht das Haus nach Verfall. Nachbarn halten den Atem an, verriegeln Türen. Und nachts hören sie das Stöhnen durch die Wände. Jeder flüstert, heute stirbt es dort drüben, morgen bei uns. Tag 4, die Flecken. Dunkle Male überziehen Arme, Beine, Gesicht.
Ein Kind schaut in den Spiegel, erkennt die schwarzen Punkte und weiß, es wird den Morgen nicht erleben. Bluthustend, röchelnd, krampfend, Tag 5 bis 7, das Ende. Die Augen rollen zurück, der Körper zuckt, dann Stille. Familien sterben innerhalb weniger Tage. Ganze Häuser stehen leer, Karren rollen durch die Straßen. Männer mit Kapuzen werfen Leichen auf Haufen, schütten Kalk darüber. Keine Gebete, keine Namen, nur Masse, nur Gestank. Glocken läuten, aber sie können das Stöhnen nicht übertönen. Und Tag für Tag wiederholt sich dasselbe Bild. Ein Nachbar, ein Freund, ein Kind, alle mit denselben Zeichen. Und jeder, der sie trägt, trägt den Tod. So verwandelte sich jede Straße in ein Reich des Schreckens. Doch wenn der Körper verfällt, wohin wendet sich dann die Seele? Genau das führt uns ins nächste Kapitel. Wenn die Welt um dich herum stirbt, woran hältst du dich fest? An Gott, an Hoffnung oder nur an dich selbst? Als die Pest unaufhaltsam durch Europa zog, suchten die Menschen Antworten. Priester predigten. Dies ist die Strafe Gottes. Und so füllten sich die Straßen mit Prozessionen. Männer, Frauen, Kinder, alle in weißen Gewändern, mit Kreuzen und Kerzen. Rauch von Weihrauch hing schwer in der Luft. Gesänge hallten von den Mauern. Ein kleiner Junge drückte ein Holzkreuz an seine Brust. Tränen liefen über sein Gesicht, während seine Mutter neben ihm flehte. Doch nicht alle hielten am Glauben fest. In derselben Straße knieten Gläubige mit Kerzen in den Händen, während nur wenige Meter weiter ein Mann aufsprang. Ins Leere schrie: Wo ist Gott? Warum lässt er uns sterben? Er riss das Kreuz vom Hals, warf es zu Boden und verließ die Kirche, voller Zorn. Zwei Welten nebeneinander, getrennt durch Angst. Und dann kamen die Flagellanten. Männer in weißen Gewändern, barfuß, mit Peitschen in den Händen. Sie schlugen ihre Rücken blutig, sangen Litaneien, glaubten, dass Schmerz Europa reinigen könnte. Straßen hallten von ihrem Chor. Gesang, Peitschenhiebe, Schreie, ein Klangteppich aus Glaube und Wahnsinn. Doch je mehr sie beteten, desto mehr starben. Je lauter die Glocken läuteten, desto stiller wurden die Städte. Und die Frage wurde lauter: Ist das der Wille Gottes? Oder nur das Ende? Und jetzt frage ich euch, wenn ihr dort gelebt hättet, wärt ihr mit den Prozessionen gezogen? Kreuz in der Hand, Hoffnung im Herzen? Oder hättet ihr euch abgewandt? Verzweifelt, ohne Glauben? Schreibt es in die Kommentare. Ich lese jede Antwort. Denn so wie damals die Menschen nach Antworten suchten, suchen auch wir heute. Und wenn Hoffnung verschwindet, suchen Menschen nach Schuldigen. Genau das zeigt uns das nächste Kapitel. Wenn Angst stärker ist als Vernunft, sucht der Mensch nach Schuldigen. Im 14. Jahrhundert verbreitete sich ein Gerücht wie ein Lauffeuer. Die Juden haben die Brunnen vergiftet. Ein Flüstern hier, ein Verdacht dort, und schon brannte die Wut. Menschenmengen stürmten in die jüdischen Viertel. Türen wurden eingeschlagen, Häuser geplündert. Ein alter jüdischer Händler kniete im Staub, die Hände erhoben. Wir trinken dasselbe Wasser wie ihr. Doch seine Worte gingen im Gebrüll unter. Frauen und Kinder wurden in Synagogen gesperrt und mit Feuer verbrannt. Sie starben nicht an der Pest, sondern am Hass ihrer Nachbarn. Doch nicht nur Juden wurden verfolgt. Auch Frauen, Heilerinnen, Kräutersammlerinnen wurden plötzlich zu Hexen erklärt. Eine junge Frau mit einem Korb voller Kräuter wurde auf den Marktplatz gezerrt. Die Menge schrie: Dienerin des Teufels. Noch am selben Abend knisterte der Scheiterhaufen. Ihre Schreie mischten sich mit dem Prasseln der Flammen. Auch Fremde, Bettler, selbst Kranke wurden verjagt, erschlagen, verbannt. Alles, um die eigene Angst zu stillen. Doch die Pest fragte nicht nach Schuldigen.
Sie nahm Juden wie Christen, Frauen wie Männer, arm wie reich. Der wahre Feind war unsichtbar, in Ratten, in Flöhen, nicht in den Menschen, die man verbrannte. Und so zeigte diese Zeit eine grausame Wahrheit. Manchmal ist der Mensch selbst grausamer als die Krankheit. Doch was passiert, wenn Hass und Angst nicht mehr genügen und selbst die Grundpfeiler der Gesellschaft zerbrechen? Genau das enthüllt das nächste Kapitel. Noch vor wenigen Wochen hörte man das Lachen von Kindern, das Hämmern der Schmiede, das Rufen der Händler. Jetzt liegt Stille über den Straßen. Eine Stille, so schwer, dass sie lauter ist als jeder Schrei. Die Pest zerstörte nicht nur Körper, sie zerriss auch das Gefüge der Gesellschaft. Mütter ließen ihre Kinder zurück, aus Angst vor Ansteckung. Väter verriegelten Türen vor den eigenen Familien. Brüder verließen Brüder, denn Nähe bedeutete Gefahr. In vielen Städten gab es niemanden mehr, der die Toten begrub. Karren voller Leichen blieben stehen. Hunde zerrten an Körper. Raben kreisten über leeren Märkten. Kinder irrten allein durch die Straßen, klopften an Türen, doch niemand öffnete. Denn jeder fürchtete, die Pest mit hereinzulassen. Der Alltag zerfiel. Bäcker ließen ihre Öfen erkalten. Felder überwucherten, weil die Bauern tot waren. Die wenigen Überlebenden irrten durch Ruinen des Lebens, suchten Brot, Wasser, Trost, und die Angst verwandelte die Menschen. Manche wurden gierig, plünderten die Häuser der Toten. Andere suchten Zuflucht im Gebet, knieten stundenlang bis zur Erschöpfung. Wieder andere tranken, tanzten, sangen, als gäbe es kein Morgen. Die Pest nahm den Menschen nicht nur das Leben, sie nahm ihnen das, was sie verband: Familie, Gemeinschaft, Vertrauen. Europa war nicht nur krank an der Pest, Europa war krank an der Angst. Doch in dieser Dunkelheit begann auch etwas Neues, eine Veränderung, die die Ordnung der Welt erschüttern sollte. Davon erzählt das nächste Kapitel. Die Pest tötete Millionen, doch sie tötete nicht nur Menschen. Sie zerstörte auch die Ordnung des Mittelalters. Felder blieben unbestellt, weil die Bauern tot waren. Werkstätten standen leer, weil keine Handwerker mehr lebten. Überall fehlten Menschen, und plötzlich waren die Überlebenden wertvoller als Gold. Ein Beispiel: ein Bauer namens Jakob. Vor der Pest war er ein Leibeigener, kaum mehr als ein Knecht. Er arbeitete für seinen Herrn, bekam wenig zu essen, kein Mitspracherecht. Doch nach der Pest war der Hof leer. Sein Herr hatte keine Arbeiter mehr. Jakob forderte mehr Lohn und bekam ihn. Er verlangte ein Stück Land, und der Herr musste zustimmen. Zum ersten Mal in seinem Leben war Jakob kein Knecht mehr, sondern ein freier Mann. Nicht nur Männer, auch Frauen erhielten neue Rollen. Viele führten plötzlich Höfe, Werkstätten, Märkte. Sie mussten Entscheidungen treffen, und manche gewannen eine Freiheit, die sie vorher nie gekannt hatten. So begann eine stille Revolution. Aus Knechten wurden freie Bauern. Aus unsichtbaren Frauen wurden Handelnde. Und die Macht der Herren begann zu bröckeln. Und jetzt frage ich euch, ist es nicht erschreckend, dass selbst eine Katastrophe Chancen schaffen kann? Würdet ihr, mitten im Tod und Leid, den Mut haben, für eure Rechte zu kämpfen? Schreibt es in die Kommentare. Ich lese jede Antwort. Und wenn ihr mehr Geschichten über Wandel und Alltag im Mittelalter hören wollt, abonniert unseren Kanal Leben damals. So verpasst ihr keine Folge. Doch was geschieht, wenn nicht nur Gesellschaft, sondern auch Glaube und Denken für immer verändert werden? Das enthüllt das nächste Kapitel. Die Pest raubte Europa Millionen Leben. Doch ihr Erbe reichte weit über den Tod hinaus. Die Kirche, einst unantastbar, verlor ihre Macht. Priester hatten gebetet, Prozessionen geführt, und doch starben die Menschen weiter. Viele begannen zu zweifeln.
wenn selbst die Kirche uns nicht retten kann? Wo finden wir dann Wahrheit? Dieser Zweifel hallte über Jahrhunderte nach. Auch die Medizin begann sich zu wandeln. Ärzte, die zuvor nur Aderlass und Kräuter kannten, begannen zu beobachten. Warum starben manche sofort, andere später? Warum überlebten wenige? Es war der Anfang. Von Aberglauben zu Erfahrung. Von Dogma zu Wissen. Die Kunst spiegelte das Grauen. An Wänden und in Manuskripten erschien der Totentanz. Skelette, die mit Lebenden tanzten. Gemälde zeigten Straßen voller Leichen. Dunkle Augen, verzweifelte Gesichter. Noch Jahrhunderte später flüsterten Großmütter ihren Enkeln Geschichten vom schwarzen Tod, damit niemand vergesse, was geschehen war. Viele Historiker sagen, ohne den schwarzen Tod hätte es die Renaissance vielleicht nie gegeben. Denn nur wenn alte Gewissheiten zerbrechen, suchen Menschen neue Wege. Und so grausam es klingt, die Pest war ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt, der Europa verwüstete und zugleich den Samen für eine neue Welt legte. Doch dieses Erbe ist nicht nur Vergangenheit. Denn bis heute tragen wir die Schatten des schwarzen Todes in unserer Erinnerung. Und das führt uns zur letzten Frage. Der schwarze Tod, er löschte fast die Hälfte Europas aus. Straßen voller Leichen, Familien zerbrochen, eine Welt, die verstummte, doch er veränderte auch alles. Er schwächte die Kirche, stärkte Wissenschaft und Denken, er prägte Kunst, Kultur und Erinnerung, bis heute. Und er zeigte, dass selbst aus der größten Katastrophe ein neuer Anfang entstehen kann. Heute erinnern wir uns an Corona. Ja, es war furchtbar. Lockdowns, Isolation, Millionen Tote weltweit. Doch verglichen mit dem schwarzen Tod, war es nur ein Schatten. Und dennoch, dieser Vergleich zeigt, wie weit wir gekommen sind. Wir haben Medizin. Wir haben Wissen, wir haben Hoffnung, etwas, das den Menschen im Mittelalter fehlte. Und jetzt frage ich euch, was hat euch am meisten erschüttert? Die Symptome, der Fanatismus oder die Parallelen zu unserer Zeit? Schreibt es in die Kommentare, ich will jede Meinung lesen. Abonniert unseren Kanal Leben damals, wenn ihr noch tiefer in die dunkelsten Kapitel der Geschichte eintauchen wollt. Und schaut in unsere Playlist Alltag im Mittelalter. Dort warten weitere Geschichten auf euch. Denn Katastrophen vergehen, doch ihre Schatten bleiben, als Mahnung und als Spiegel unserer Menschlichkeit. Und vielleicht ist die wahre Frage nicht, ob wir vorbereitet sind, sondern wann die nächste Katastrophe kommt.